Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheits- und veganen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir einen leckeren und sehr gesunden Kokosjoghurt her, und zwar mit einem Spezialprobiotikum, dem Lactobacillus reuteri. Wir werden ihn aber in diesem Rezept zusammen mit dem Narine-Probiotikum kombinieren, weil auch dieses ein Spezialprobiotikum ist und beide zusammen eine synergistische Wirkung im Darm entfalten. Der Joghurt ist sehr einfach herzustellen. Dazu benötigen wir zuerst mal Bio-Kokosflocken. Und zwar werden wir 2 solche Gläser hier mit Bio-Kokosflocken füllen und diese in den Vitamix geben, wo sie dann zu einem Kokosmus püriert werden. Und das geht im Vitamix ziemlich einfach. Man könnte natürlich auch fertiges Kokosmus kaufen. Aber sehr viel besser ist es, wenn man es selber herstellt, weil man dann zum einen weiß, was man hat und dass im fertigen Kokosmus keine anderen Zusatzstoffe enthalten sind. Außerdem kann es nicht oxidieren, wenn man es frisch selber herstellt. Nachdem wir mit dem Stampfer gut angedrückt haben, sehen wir jetzt hier das fertige Kokosmus. Und zu diesem Kokosmus geben wir jetzt 2 Kapseln von dem Lactobacillus reuteri und eine Kapsel von dem Narine-Probiotikum. Beide Probiotika unterstützen das Mikrobiom des Darms und fördern ein gesundes Gleichgewicht der Bakterienpopulationen. Während L. reuteri allgemein für seine positiven Auswirkungen auf die Verdauung und das Immunsystem bekannt ist, trägt L. rhamnosus GR1, also das Narine-Probiotikum, dazu bei, pathogene Bakterien zu unterdrücken und das Wachstum nützlicher Bakterien zu fördern. Beide Stämme tragen zur Stärkung des Immunsystems bei, während L. reuteri das Immunsystem unterstützt, indem es Antikörper wie IgA produziert, trägt das Narine-Probiotikum ebenfalls zur Modulation der Immunantwort bei, insbesondere bei der Prävention von Infektionen. Ich habe hier jetzt noch einen Esslöffel von dem Sonnenblumenlecithin hinzugegeben, als Emulgator sozusagen, aber das ist optional. Und dann kommen 2 Gläser reines Wasser hinzu, also im Verhältnis 1:1 zu den Kokosnussraspeln. Ich hatte auch noch etwas von dem alten Kokosjoghurt, also der letzten Charge, hinzugegeben, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Wird einfach alles gründlich durchpüriert und schon haben wir die fertige Kokosmilch, wie wir sehen können. Die kommt jetzt einfach in verschiedene Gläser, möglichst nicht bis ganz oben hin auffüllen, weil die Fermentation bewirken wird, dass der Kokosjoghurt eventuell überlaufen könnte. Deshalb habe ich die Milch jetzt hier auf 4 Gläser verteilt. Diese werden mit dem Deckel gut verschlossen und dann kommen sie an einen warmen, dunklen Ort, um fermentieren zu können. Und beim Lactobacillus reuteri ist es wichtig, dass dieser 36 Stunden lang fermentieren kann. Ich stelle dann die Gläser auf meinen Eisschrank in meinen Abstellraum, wo es immer etwas wärmer ist. Beide Stämme haben entzündungshemmende Eigenschaften. Der L. reuteri hat eine entzündungshemmende Wirkung im Körper, die bei der Behandlung von Hauterkrankungen wie Ekzemen oder Akne hilfreich sein könnte, während L. rhamnosus GR1 ebenfalls entzündungshemmende Effekte hat, die bei der Behandlung von Entzündungen im Körper von Nutzen sein können. Wir sehen, wie der Joghurt nach 36 Stunden fast schon übergelaufen ist. Wir werden jetzt alle 4 Gläser einmal kurz umrühren, dann wieder verschließen und in den Kühlschrank stellen. Und nach einem halben bis einem Tag im Kühlschrank wird der Joghurt auch schon fest sein. Und dann könnte man ihn nach Belieben verwenden. Ich benutze ihn jetzt hier für mein Lieblingsdessert, was ich schon öfters hergestellt habe in verschiedenen Kombinationen. Dazu gebe ich 2 Bio-Eigelb in eine Schüssel. Dazu kommen 2 Esslöffel Erythrit-Stevia-Gemisch hinzu und dann wird diese Mischung erstmal gründlich mit dem Schneebesen geschlagen, bis eine cremige Konsistenz erreicht wird. Als nächstes kommt ein Päckchen Bio-Quark hinzu, wenn möglich mit Vollfettstufe, und dann kommt der fertige Kokosjoghurt hinzu. Wir sehen, der Kokosjoghurt ist schon fest geworden und ich hatte ihn auch schon für andere Rezepte verwendet. Und dann werden diese Zutaten einfach nochmal gründlich mit dem Schneebesen verrührt, bis wir eine schöne Creme erhalten, woraus wir dann unser leckeres Dessert herstellen werden. Das Lactobacillus reuteri ist zwar ursprünglich Teil der menschlichen Darmflora, befindet sich aber zunehmend auf dem Rückzug. So lässt sich das Bakterium längst nicht mehr bei jedem Menschen nachweisen, aufgrund der weitgehend ungesunden Ernährung. Und das ist der Grund, warum wir es unbedingt wieder in unserem Darm ansiedeln sollten. Hier gebe ich meine leckere rote Soße auf die Creme. Sie besteht aus im Herbst gesammelten Brombeeren oder auch Wildheidelbeeren und aus getrockneten Berberitzen mit Erythrit-Stevia gesüßt und Vanilleextrakt gewürzt. Das Dessert wird mit gesunden Granatäpfelkernen getoppt. Ich liebe diesen Pudding sehr, weil er nicht nur köstlich schmeckt, sondern auch überaus gesund ist und voller Antioxidantien steckt. Und dann auch noch mit dem Lactobacillus reuteri, der für seine vielfältigen gesundheitlichen Vorteile bekannt ist.
unter anderem für die Darmgesundheit, für die Immunstärkung, für die Hautgesundheit, das Gewichtsmanagement und die psychische Gesundheit. Er verbessert auch Magenbeschwerden, indem er den Helicobacter pylori aus dem Magen verdrängt. Und zwar scheint er das Anheften von Helicobacter pylori an die Magenschleimhaut zu verhindern. Überdies stabilisiert er die Magenschleimhaut und produziert zusätzlich antimikrobielle Substanzen, die ein Milieu entstehen lassen, in dem sich das Bakterium nicht mehr so wohl fühlt. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zur Gastritis an, wo auch nochmal im Detail erklärt wird, wie der Helicobacter pylori verantwortlich ist für die häufigste Form der Gastritis, der Typ B Gastritis. Forscher stellten auch fest, dass der Lactobacillus reuteri das Risiko für Zahnfleischentzündungen deutlich verringere. Auch die Bildung von Zahnbelag war in Gegenwart dieses Milchsäurebakteriums merklich unwahrscheinlicher. Besonders wichtig ist der Lactobacillus reuteri auch für Säuglinge und Kleinkinder, da es die gesunde Entwicklung des kindlichen Verdauungs- und Immunsystems unterstützt und das Allergierisiko mindern kann. Säuglinge beziehen den Lactobacillus reuteri normalerweise aus der Muttermilch. Nun füttern viele Frauen aber Muttermilchersatz, der nicht in jedem Fall das Bakterium enthält. Selbst die Milch stillender Frauen enthält nicht mehr bei jeder Mutter das nützliche Bakterium, was mit ein Grund für die zunehmende Allergiebereitschaft bei kleinen Kindern sein könnte. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.